Jeder kennt es. Du spielst deine Lane und bist am Gewinn. Du schaffst es sogar, den gegnerischen Lane am 1v1 zu killen, doch bis dahin ist dein Jungler schon 0-3, deine Botlane zum zweiten Mal gestorben und der Toplaner schreibt Turbo FF15 please in den Chat. Doch ich muss dir sagen, dass diese Games in den seltensten Fällen schon ein automatischer Lose sind. Du wirst es vermutlich nicht glauben, aber man kann Spiele auch von hinten wieder aufholen und ein Comeback starten. Wie das geht, erfährst du in diesem Video. Falls dir das Video gefällt und du dir mehr wünschst für die Zukunft, dann lass mir gerne ein Abo da und schreib mir noch in die Kommentare, was du als nächstes sehen möchtest. Der allerwichtigste Punkt, solche Games zu gewinnen, ist, dass du verstehen musst, wer eure und wer die gegnerische Win-Condition ist. Das bedeutet, du musst im Kopf haben, welcher Champion ist im Late-Game wichtig und stark genug, um euch die Teamfights zu gewinnen. Viele Leute denken da schnell an die Midlane und an die Botlane. Der ADC macht im Late-Game, wenn er es vernünftig spielt, auch genügend Schaden und auch die meisten Midlaner sind im späteren Spielverlauf in der Regel die stärksten Schadensquellen eures Teams. Doch hier darfst du nun nicht den Fehler machen, das jede Runde anzunehmen. Solltest du zum Beispiel einen Jungler haben, der gefeedet ist, wie hier im vorliegenden Clip, da macht es keinen Sinn zu entscheiden, dass der ADC die Win-Condition von euch ist. Im hier vorliegenden Clip sieht man, dass bei Team Rot sowohl Graves als auch Zeri gut im Game sind. Man sieht hier zwar, dass Aphelios auch nicht schlecht gefarmt hat, ist er aber wirklich die Win-Condition des Teams? Nein. Aphelios ist nicht so gut im Game wie Graves. Er ist gerade dabei, sein drittes Item zu vervollständigen und Graves arbeitet bereits am 4. und ist mit 6-1-7 sehr gut dabei. Graves skaliert gut ins Late-Game und ist bereits jetzt schon in einer großen Führung gegenüber allen anderen. Er hat die Dragon Soul geholt und den Baron, die Objectives für das Team gesichert und so alle in eine Führung gebracht. Das ist natürlich nicht nur ihm selbst zuzuschreiben. Aber wenn man erkennt, dass Graves in der Situation die Win-Condition ist, dann solltest du versuchen, um ihn herum zu spielen und auch auf seine Calls hören. Dasselbe kannst du auch für andere Situationen nehmen. Wenn du eine Fiora hast, die 13-1 steht und deine Mid- und Botlane performen nur durchschnittlich, dann solltest du begreifen, dass es Sinn macht, um die Toplane zu spielen. Das bedeutet allerdings nicht, dass du 24/7 an dem gefeedeten Laner stehst und ihm XP klaust, während du mit ihm auf der Lane Minions farmst, sondern du musst verstehen, dass jeder Champion andere Stärken hat. Solltest du zum Beispiel ein Game haben, bei dem dein gefeedeter Teammate ein exzellenter Split-Pusher ist, so solltest du darauf achten, dass du ihn seine Stärke ausspielen lässt. Erzwinge keine Teamfights auf anderen Lanes, sondern spiele die Stärke deines gefeedeten Teammates aus. Es wird zwangsläufig dazu kommen, dass das gegnerische Team auf ihn reagieren muss oder er pusht bis zum Inhibitor durch. Das eröffnet dir und deinem Team wieder Möglichkeiten für andere Objectives zu spielen, wie Tower, den Drake oder den Baron. Du musst auch erkennen, wer die gegnerische Win-Condition ist. Achte darauf, dass du und dein Team nicht noch mehr unnötige Kills an die Win-Condition abgebt und versucht Teamfights, die aussichtslos sind, zu vermeiden. Wenn ihr dann einen Drachen oder den Herald verliert, dann muss man das hinnehmen und nicht noch für einen riskanten Stil gehen, bei dem man vielleicht sogar hinbekommt, das Objective zu sichern, aber der Kill geht wieder an den ohnehin bereits führenden Gegner und im schlimmsten Fall an deren Win-Condition. Also, vermeidet unnötige Fights. Versuch nicht noch mehr Kills an den Gegner abzugeben und spiele es defensiver, auch wenn du Ressourcen verlierst. Generell kannst du dir merken, dass Kills an den gegnerischen ADC immer eine schlechte Idee sind. Denn auch ein ADC, der aus einer Lane mit 0-7 kommt, kann dann unter Umständen sehr gut aufholen und zurückkommen und am Ende des Spiels trotzdem carryen. Dasselbe gilt für jeden anderen Late-Game-Champion, man muss verstehen, welche Champions im Late-Game gut sind und gut skalieren. Hast du ein Early-Game-Team mit Champions wie beispielsweise Pantheon, Miss Fortune, Vex, Karma, Darius etc., dann musst du natürlich auch erkennen, dass ihr im späteren Spielverlauf vermutlich das Nachsehen habt, je nachdem wie das gegnerische Team aussieht und dementsprechend auch spielen. Der nächste wichtige Punkt ist, dass du Vision aufbauen musst. Du kennst das bestimmt schon. Wenn du behind bist, habt ihr vielleicht an einer einzigen Stelle im Jungle Vision und die gibt euch auch gar keine Informationen. Umgekehrt hast du das Gefühl, der Gegner hat überall Vision und sieht jede Bewegung von dir und reagiert perfekt darauf. Das muss sich ändern. Arbeitet als Team daran, die Schlüsselposition abzudecken. Schreib es in den Chat und macht dein gesamtes Team darauf aufmerksam, dass ihr die hier angezeigten Positionen warden wollt, wenn ihr behind seid. Solltet ihr vorne liegen, so kann man diese Position auch nach vorne versetzen und dasselbe dort anwenden. Wenn der Gegner zum Beispiel ein sehr starkes Teamfight-Team hat, dann mach dir Gedanken darüber, wo sie gerade sein könnten und verhindere es, dass du blind in irgendwelche Büsche reinrennst. Wenn der Gegner sehr aktiv am Vision clearen ist in deinem Jungle, so musst du vielleicht wieder abweichen von den Schlüsselpositionen und an Stellen warden, wo ihr als Team zwar weniger Informationen bekommt, dafür überhaupt welche und der Ward nicht andauernd gecleart wird. Der letzte Punkt ist, dass du goldeffizient spielst. Wenn du hinten liegst und vielleicht in der Laning-Phase nicht so viel farmen konntest,
so musst du wissen, dass im Spielverlauf weiterhin konstant Minion Waves an deinen Tower pushen werden, welche du abholen solltest. Fang nicht an, aus Frust aus dem Spiel ein Aram zu machen und euch das Gold und die XP dort zu 5 zu teilen. Das sorgt nur dafür, dass ihr sowohl leveltechnisch als auch goldtechnisch noch weiter zurückfallt. Vermeide es, viele verschiedene Teil-Items zu bauen. Baue immer die Items zu Ende, die du schon angefangen hast, weil diese immer einen Power-Spike geben durch ihre Fertigstellung. Solltest du in dem Spiel erkannt haben, dass du nicht die Win-Condition bist und siehst deinen Laner zu dir moven, dann überlasse ihm die Ressourcen. Nicht nur das Gold, überlasse ihm auch die XP und geh woanders hin. Es macht keinen Sinn, eigensinnig zu denken. Deine Win-Con ist der wichtigste Spieler in der Situation. Solltest du ihm dort das Gold verweigern, muss er woanders sein Glück versuchen und gegebenenfalls ein größeres Risiko eingehen, um in Führung zu bleiben. Das könnte unter Umständen dafür sorgen, dass er einen Shutdown an den Gegner gibt und im schlimmsten Fall geht dieser auch noch an die gegnerische Win-Con. Zudem wissen wir alle, dass die Mentalität der meisten LoL-Spieler nicht die gesündeste ist. Diese schnell anfangen salzig zu werden und dann die Games aus Provokation schlechter spielen oder sogar extra verlieren wollen. Du merkst, du musst gewisse Strategien erlernen und im Repertoire haben. Diese sind je nach Team-Composition unterschiedlich und wirst du dir mit der Zeit durch das Spielen aneignen. Schau dir vielleicht andere Spiele an. Gehe auf YouTube und schau explizit nach Comeback-Gameplay. Besuche mich vielleicht auf Twitch und schau dort rein, wie man 100% der Games gewinnt. Wir haben eine Kayle auf unserer Seite, Leute, ne? Und Jinx ist auch keine schlechte im Late-Game. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir es eigentlich nur fürs Late-Game spielen, ne? Ja, was soll ich da machen, Leute? Irgendwie wieder kurz vor Emerald 4 jetzt. Macht richtig Spaß gerade, ne? Sei kreativ und überleg dir, wie du den Gegner vielleicht dazu bringen könntest, den Fehler zu begehen, um zurückzukommen. Sollte der Guide dir weitergeholfen haben, würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!